Genau, in den Chobe Nationalpark. Und der letzte macht das Licht aus. Ja. Heute ist Mittwoch, der 20. Juli. Und wir bekommen jetzt einen Kaffee und einen Muffin, Kekse. Und dann geht es direkt los in den Park. Lena in den Busch. Unser Guide heißt John und ist ein sehr junger, freundlicher Mann. Wir sind unterwegs mit einer 4-köpfigen Familie aus Großbritannien und freuen uns auf das, was John uns zeigen wird. John bringt uns an einen Platz, an dem es scheinbar etwas Besonderes zu sehen gibt. Auch hier sieht die Realität des Erlebens ein wenig anders aus, als ich es hier zusammenschneide. Andere Autos sind mit uns hier, Motoren starten und stoppen, Fotoapparate klicken, Menschen und Guides erzählen und lachen. John sagt, der Elefant ist vor 5 Tagen eines natürlichen Todes gestorben. Es ist faszinierend, wie die Löwen untereinander kommunizieren und mal sanfte, mal deutlichere Laute von sich geben. Wir machen jetzt hier gerade einen Picknick-Stop im Chobe Nationalpark und es ist ganz toll hier. Die Sonne wärmt mittlerweile auch ein bisschen und unser Guide, er heißt John, bereitet uns gerade ein wenig Tee, Kaffee und Kekse, Muffins vor. Heute sind wir auf dem Game Drive zusammen mit einer Familie aus England, ein Paar und 2 Töchter. Hier gibt es einen kleinen Steg, dort kann man hinuntergehen auch und Gesundheit. Wahrscheinlich legen hier auch Boote an und da hat man einen schönen Blick über den Fluss.
Dort unten sind Affen, kleine Äffchen. Da. Sehr schön hier, aber zu viele Leute. Zu viele Leute, zu viele Motoren. What kind is it? Slender mongo. Slender mongo? Yes. Auf unserer Rückfahrt zum Gate entdecken wir einen heranwachsenden Elefantenbullen im Busch neben der Piste. Er ist unruhig, verjagt ein Impala und ein Perlhuhn. Statt ihn in Ruhe zu lassen und ihm seinen Raum zu geben, bleibt John immer neben ihm und reizt ihn sogar. Gestikulierend und laut trompetend zeigt uns der Bulle, was er davon will. Ich mag solche Aktionen gegenüber den Tieren nicht und schon gar nicht, wenn ein Guide das tut. Zurück in der Riverview Lodge von unserem Morning Game Drive. Jetzt werden wir den Rest des Tages genießen. Wir werden vielleicht heute noch eine Boat Cruise machen. Wir haben uns übrigens entschieden, die Boat Cruise zu machen. Stimmt's? Ja. Ja? Ja. Okay. Deswegen essen wir Kleinigkeit. Genau. Ein Light Lunch auf Kosten des Hauses. Unsere Boat Cruise startet nicht an der Riverview Lodge. Dort gibt es offensichtlich keinen eigenen Bootsanleger. Wir sind jetzt hier unten am Ufer, wo auch wir gleich ablegen werden, gemeinsam mit Fabia und Johann sowie Moseni, einer freundlichen Mitarbeiterin der Riverview Lodge. Die folgenden knapp 3 Stunden sollen eines der absoluten Highlights unseres Urlaubs werden.
Ja. Und top. Die Zeit vergeht und die Sonne senkt sich immer tiefer über dem Fluss. Die Stimmung ist unbeschreiblich hier, einzigartig. John treibt unser Boot auf eine Gruppe Elefanten zu, die sich am Flussufer versammelt hat. Einige Dickhäuter sind schon im Wasser, baden oder messen sich spielerisch. Nahezu minütlich ändert die Sonne ihre Farben von Gelb über Orange in immer dunkler werdende Rottöne. Weitere Elefanten betreten langsam das Wasser des Chobe Rivers. Und dann ist es soweit. Die Tiere schwimmen in Richtung des anderen Flussufers. Begleitet von den Rufen der Wasservögel schwimmen die Elefanten unter dem tiefroten Feuerball der Sonne hindurch. Wenig später erreichen sie das gegenüberliegende Ufer, wo sie sich ausgiebig mit Sand beschmeißen. Was für ein atemberaubendes Finish unserer tollen Bootstour! Das grenzte heute mal wieder an eine regelrechte Reizüberflutung. Da tut es gut, nach dem Abendessen die Dämmerung über dem Chobe River zu genießen und all die tollen Eindrücke unseres Nachmittags Revue passieren zu lassen. Guten Morgen aus der Riverview Lodge in Kasangula, kurz vor Kasane. Heute ist Freitag, der 21. Juli und heute werden Lena und ich im benachbarten Simbabwe die Victoria-Fälle besuchen. Es ist jetzt ungefähr 6:30 Uhr, in einer Stunde geht's los. Natürlich werde ich alles filmen und euch mitnehmen auf diesen schönen Tagesausflug. Bis dahin lasse ich mir hier einen Instant-Kaffee schmecken. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, dass ich finde, dass Instant-Kaffee in Afrika wirklich ganz fantastisch schmeckt. In diesem Sinne. Good morning, how are you? I'm good. My name is Tsulu.
Churu. Yeah, it's a Tswana name. Nice to meet you. Yes. This is Lena, I'm Henning. Okay. Yeah, you can join it. Others. Thank you. Köstlich. Mit einem Kleinbus sammeln wir andere Gäste ein und erreichen schon nach 10 Minuten die Grenze nach Simbabwe. Wir müssen ein Visum kaufen und alles ist dort ziemlich unorganisiert. Nach guten 1,5 Stunden und 30 US-Dollar pro Person weniger im Portemonnaie haben wir unsere Pässe nebst Visum zurück. 70 Kilometer später stoppen wir am Big Tree, einem imposanten Affenbrotbaum. Wir erreichen Victoria Falls und genießen im Lookout Café einen ersten Blick auf den Zambezi River, der hier die Grenze zwischen Simbabwe und Sambia bildet. In einer 180-Grad-Kurve schlängelt er sich um einen wuchtigen Felsen. Das Rauschen der Wasserfälle ist hier bereits deutlich zu hören und auch ihre Gischt ist ab und zu am linken Bildrand sichtbar. Im Hintergrund ist die Victoria Falls Bridge zu sehen, an deren Enden sich Grenzposten beider Länder befinden. Das Café ist gemütlich und modern zugleich, die Preise sind okay und die Mitarbeiter allesamt sehr freundlich. Wer mag, kann sich die Wasserfälle in einem Hubschrauber aus der Vogelperspektive anschauen. Wir sind jetzt hier angekommen am Entrance, am Eingang zu den Victoria-Fällen, zu dem Regenwald, Rainforest. Und wir stehen jetzt hier in einer kleinen Schlange und müssen jetzt warten, dass wir unser Permit, unsere Eintrittskarte kaufen können. Die soll für Europäer 50 Dollar oder 50 Euro alternativ kosten. Man kann auch mit Kreditkarte bezahlen. Im Victoria Falls National Park führt ein kleiner Weg mit hübschen Pflanzen und Bäumen zu den Wasserfällen. An den Victoria-Fällen stürzt sich der Zambezi River auf einer Breite von 1,7 Kilometern bis zu 110 Meter hinunter in die Tiefe. Es handelt sich dabei nicht um einen einzigen Wasserfall, sondern um mehrere verschiedene Fälle mit unterschiedlichen individuellen Bezeichnungen, deren Wassermenge je nach Jahreszeit und Wasserstand des Zambesis variiert. Um die verschiedenen Fälle allesamt in ihrer Schönheit und Besonderheit betrachten zu können, führt ein asphaltierter Weg, dessen Länge in etwa der Breite der Victoria-Fälle entspricht, durch den kleinen Nationalpark. Der Weg hier an den Victoria-Fällen hat verschiedene Aussichtspunkte. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es am Ende sind. Je weiter wir gehen werden, desto stärker wird die Menge des Wassers sein und die Gischt, sodass ich vielleicht später nicht mehr so viel filmen kann. Mal schauen. Das ist jetzt der Viewpoint Nummer 11. Eigentlich fast nur eine weiße Wand, aber trotzdem irgendwie cool. Und manchmal schimmert was durch, dass man etwas erkennen kann. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video auch zu erkennen ist. Aber ist schön hier. Und gar nicht so viel los hier, wie es die vielen Busse und Fahrzeuge vermuten ließen. Also es verläuft sich hier ganz gut.
Zum Ausgang gelangen wir über denselben Weg, der uns noch einmal die gigantischen Wasserfälle bestaunen lässt. Solche Wassermassen. Im Dezember 2011 war ich schon einmal hier. Dort führte der Sambesi erheblich weniger Wasser. Demzufolge entwickelte sich auch ein geringerer Sprühnebel und die Sicht war besser. Wir beobachten, wie im sogenannten Devil's Pool Menschen an der Abbruchkante der Victoriafälle baden. Wir haben noch Zeit bis zur Abfahrt unseres Busses und spazieren mit 2 jungen Pärchen aus unserer kleinen Gruppe am Grenzposten vorbei auf die Victoria Falls Bridge. Bis zur Mitte kann man ohne Probleme gehen, wir dürfen nur nicht nach Sambia einreisen, wegen der Visa- und Rückreisebestimmungen. Menschen, die den besonderen Kick brauchen, kommen hier auf ihre Kosten. Sie können entweder mit einer Seilbahn über die Schlucht rasen oder sich am Bungee-Seil in die Tiefe stürzen. Crazy, crazy people. Nach so viel Action beenden wir unseren Tag entspannt am Lagerfeuer in der Riverview Lodge. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Riverview Lodge. Morning, man. Oh, hello, hello. Now you're on my movie. Unser Tag in der Riverview Lodge beginnt mit einem guten Frühstück. Und da hinten um die Ecke stehen Thomas und Birgit, die wir kennenlernen durften, worüber wir uns sehr freuen. Thank you so much. See you. Für unseren heutigen Safe Drive habe ich Lena versprochen, ihr mindestens 5 Tiere zu zeigen. Impalas, Giraffen, Perlhühner, Elefanten und Kudus. Die Perlhühner habe ich genommen, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht haben wir das Glück und sehen noch ein paar andere Tiere. Hallo! Hi! Willkommen im Chobe National Park. Am Sedudu Gate haben wir uns heute lediglich unser Permit gekauft, ohne hier in den Park hineinzufahren. Sophia, die Managerin der Riverview Lodge, hat uns den Tipp gegeben, auf der A33 bis zum Ngoma Gate zu fahren und erst dort den Park zu betreten. Mit viel weniger Touristen und der Rückfahrt direkt an der Chobe Riverfront bis zum Sedudu Gate, über das wir den Park am Ende unseres Safari-Tages verlassen werden. Doch bis dahin sollen wir einen tollen Tag erleben und unsere ersten Elefanten beobachten wir direkt hier auf der A33.
Bei diesen flinken Tieren handelt es sich um Pferdeantilopen, auf Englisch Roan Antelopes. Ihre Körper- und Kopfform ähnelt der den Oryx-Antilopen. Allerdings ist ihr Fell anders gefärbt und ihre Hörner sind gegenüber denen des namibischen Wappentieres deutlich kürzer. Pferdeantilopen sehe ich heute zum ersten Mal in ihrer natürlichen Heimat. Auf unserer Weiterfahrt ergeben sich immer wieder schöne Aussichten auf den Chobe River. Learn to deal with the valley, the hills together.